weil ich solche Bücher und solche Filme benutzt habe, wie andere Erwachsenenmedien benutzen. Hi, ich bin Sascha und ich bin nekrophil. Es hat sehr lange gedauert, bis ich zu dieser Diagnose gekommen bin, weil sehr viel evaluiert werden musste. Man kann nicht einfach bei solchen Fantasien davon ausgehen, okay, es muss eine paraphile Störung sein. Es könnten nämlich auch immer Zwangsgedanken sein. Und das wurde jetzt ausgeschlossen und dann, ja. Bevor es weitergeht mit dem Thema Diagnostik, möchte ich ganz kurz über meine Nekrophilie sprechen. Ich bin nicht die Art von Nekrophil, der jetzt eine Gefahr darstellt im Sinne von Menschen umbringen wollen oder sowas. Das habe ich nicht. Ich bin nicht die Art von Nekrophil, die sagt, er muss es oder will es unbedingt ausleben. Dadurch, dass ich von Anfang an meinte, dass ich mir nicht sicher bin, ob es diese Störung ist oder nicht, werden jetzt wahrscheinlich manche sagen, so, Digga, wieso wusstest du das nicht? Ist ja ziemlich offensichtlich, wenn du das gut findest, dann kann es ja nur das sein. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Eine paraphile Störung ist einfach komplexer. Man kann es mit anderen Dingen verwechseln. Ich habe sehr lange Zeit einfach mir eingeredet, dass meine Fantasien normal sind oder eben nicht auf diese Art abnorm. Es hat angefangen, als ich ungefähr 14 war. Und da haben auch andere Jugendliche sehr viel angefangen mit Horror und Splatterfilmen wie Saw. Das war ganz toll im Trend. Das hat jeder hat Saw geguckt. Und dann hieß es immer so, boah, ja, das ist voll geil. Und ich habe mir in meinem wundervollen Verdrängungsprozess eingeredet, dass sie dasselbe voll geil meinten wie ich. Und diese Filme sind nicht der Grund für meine Erkrankung. Das will ich klarstellen. Das ist nicht der Grund. Dass ich auf diese Filme reagieren kann, ist der Grund, warum ich mich prinzipiell von diesen Filmen fernhalte. Weil ich solche Bücher und solche Filme benutzt habe, wie andere Erwachsenenmedien benutzen. Es gibt zwar keinen Fragebogen zum Thema paraphile Störung, allerdings gibt es einen Fragebogen zum Thema Sexualität allgemein, um das genauer zu analysieren. Also wer sich dafür interessiert, das kommt jetzt. Man kennt immer diese Fragebögen zum Ausfüllen, beispielsweise bei Borderline, bei Narzissmus, bei Depressionen. Sämtliche Diagnosen haben immer Fragebögen. Manche Therapeuten füllen das für einen selbst aus, andere geben es einem in die Hand oder füllen es gemeinsam mit einem aus. Und dadurch, dass einfach so viel über beispielsweise Depression gesprochen wird, dachte ich, es ist vielleicht ganz cool, mal zu sehen, wie sieht eigentlich so ein Fragebogen aus, wenn es um Sexualität geht. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr bei mir, aber ich habe Fotos davon gemacht. Ich werde nicht zeigen, wie ich das ausgefüllt habe, logischerweise, weil es einfach wahnsinnig intim ist. Es tut auch nicht zur Sache, wie genau meine Fantasien aussehen. Das ist irrelevant für euch. Es fängt natürlich erstmal an mit der eigenen Geschlechtsidentität und geht dann weiter über, auf was steht man eigentlich, welches Geschlecht, welches Alter und welche äußerlichen Merkmale muss die Person ja haben oder sollte die Person haben, dass man sie als sexuell attraktiv sehen kann. Genau dieser Abschnitt ist das, was die Gesellschaft als Sexualität sieht. Es ist aber eben nur die sexuelle Orientierung. Es geht aber auch noch weiter und ich bin selbst schuldig. Ich habe nicht gewusst, dass das alles mit reinspielt, dass das alles auf eine Art und Weise mit dazugehört. Habe das auch irgendwo mit verurteilt, ja. Das war mangelndes Wissen und irgendwo auch der Wunsch, diese Fantasien auch von meiner eigenen Sexualität komplett abzukapseln. Aber so funktioniert das leider nicht. Es ist irgendwo ein Teil davon und der ist nicht heilbar. Also paraphile Störungen allgemein sind nicht heilbar. Man kann es behandeln, aber man kann es nicht loswerden. Es geht direkt weiter mit Pornografie und Mediennutzung. Wie häufig guckt man sich Pornos an oder guckt sich Bilder an? Welche Medien benutzt man überhaupt? Also Videos, Bilder, Foren, Messenger, Comics, Magazine, Filme oder das Darknet. Es gibt so viele verschiedene Medien, die man benutzen kann. Ich glaube, eines der mittlerweile so am gesellschaftlich akzeptiertesten, auch so, ich sage es mal, dass man in der Öffentlichkeit mehr drüber spricht, sind Bücher. Smuts halt, so Schmuddelromane. Dann die Anlässe, also was sorgt dafür, dass man sich dazu entscheidet, jetzt so ein Medium zu benutzen, anstatt einfach die eigene Fantasie zu benutzen, um zu masturbieren. Und dann natürlich, was guckt man sich da eigentlich an? Welche Personen sind in diesen Videos, weil das nicht dasselbe sein muss, was man in seiner sexuellen Orientierung gut findet. Es gibt ja viele heterosexuelle Frauen, die Lesbenpornos gucken, einfach weil es ganz anders aufgezogen wird und in der Regel weniger gewaltvoll.
Dann kommt es zum allgemeinen Masturbationsverhalten, denn eine Mediennutzung bedeutet nicht, dass man auch darauf masturbiert. Manche gucken es sich einfach an aus Interesse, weil man das gerne anguckt. Manche gucken das an, weil sie sich gerne damit erregen, aber sie machen nichts. Es muss wirklich nichts so Hand in Hand miteinander gehen. Wieder mit der Häufigkeit, wieder mit den Anlässen. Dann die Frage, ob man das zusammen mit Medien macht, allgemein. Und auch wie häufig man das zusammen mit Medien macht. Und dann die Inhalte eigener Fantasien. Kommen wir direkt zu, was lebe ich eigentlich aus? An beispielsweise Fetischen oder paraphile Störungen. Wenn man eine paraphile Störung hat, heißt es nicht per se, dass wenn man sie auslebt, das auch illegal ist. Also welche paraphilen Störungen, Fetische hat man eigentlich? Dann wie häufig lebt man sie aus? Und der Anteil der Gesamtsexualität, also wie oft sind diese Fantasien Teil von den Mediennutzungen und Teil vom Masturbationsverhalten. Der wichtige Punkt ist dabei natürlich, inwieweit beschränkt dich deine beispielsweise paraphile Störung eigentlich in deiner Sexualität, in deinem Alltagsleben. Dann kommen die Interaktionen mit Personen, auch online. Wieder Häufigkeit, Anlässe, Beziehungsverhältnisse, also sind das jetzt Freunde? Sind das komplett fremde Leute? Sind das Menschen online, die man regelmäßig trifft, um eben miteinander zu chatten, sei es per Videocall, generell telefonieren oder chatten? Dann kommen wir natürlich direkt zu, das sind eigentlich die häufigsten Praktiken, die man da so macht. Und wiederkehrende Konflikte und Wünsche in Verbundenheit mit diesen Personen. Also wird man öfters mal enttäuscht, wo es heißt, so, nee, das finde ich eklig, das mache ich nicht mit dir. Kriegt man vielleicht Sachen verweigert von wegen, beispielsweise, also dieses Rollenspiel mache ich nicht mit. Und dann vielleicht auch die Problematik, überhaupt jemanden zu finden, der das mitmacht. Dann ist die Rückseite direkt die ganzen sexuellen Probleme, um das weiter auszuführen. Also hat man irgendwelche sexuellen Funktionsstörungen und nimmt vielleicht sogar Medikamente deswegen, hat man eine Belastung oder sogar einen Leidensdruck durch sexuelle Unzufriedenheit, was sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig passiert, wenn man eine paraphile Störung hat. Auch oftmals, wenn man einen Fetisch hat, klar, wenn er nicht ausgelebt werden kann, aber eben einen wichtigen Aspekt darstellt, dann kann man natürlich darunter leiden. Dann, was sind eigentlich die Ängste in Verbundenheit mit dieser Gesamtsexualität, also mit dem Ganzen, was man jetzt ausgefüllt hat, diese ganzen Thematiken, Masturbation, sexuelle Orientierung, dann die Interaktion mit anderen Menschen und die eigenen Fantasien. Inwieweit schämt man sich vielleicht auch für die eigene Sexualität und die eigenen sexuellen Wünsche und Verhaltensweisen? Einschätzung der eigenen Attraktivität, die Belastung und vielleicht sogar der Leidensdruck durch die Fantasien, die man im Alltag erlebt, Belastung, Leidensdruck durch Drang nach sexuellen Handlungen oder Pornografiekonsum, da kommen wir dann ja auch zum Thema Hypersexualität und Pornosucht, subjektives Risiko, irgendwann eine Sexualstraftat zu begehen, also wie man sich selbst jetzt einschätzt, ob man der Meinung ist, dass man diese Fantasien, die man hat, einfach auslebt ohne Konsens. Und soll meine Sexualität so bleiben, wie sie ist? Und wenn nein, was soll sich ändern? Das war natürlich auch für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn es diese paraphile Störung ist, weil ich diesen Fragebogen natürlich ausgefüllt habe, da stand noch nichts fest. Das war ja mit Teil vom Diagnoseprozess und wäre natürlich für mich so das Liebste, wenn es verschwinden würde oder wenigstens weniger werden würde. Und ich immerhin ja auch einen besseren Umgang damit finde, dass ich mich nicht mehr davor ekel, dass ich damit zurechtkomme. Und ja, ich kann nichts dafür. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die das Ganze ausgelöst haben. Und es ist jetzt nicht so, als würde das bedeuten, das ist jetzt meine gesamte Sexualität und es gibt nichts anderes mehr. Weil ein wichtiger Punkt ist auch, wenn man solche Fantasien hat, das Hirn trotzdem mit anderen sexuellen Dingen zu füttern und trotzdem andere sexuelle Praktiken zu machen und so, ja, dass man nicht verlernt, dass die auch gut sein können und dass die auch vielleicht irgendeine Art von Befriedigung darstellen, wenn es auch nicht, bei weitem nicht dieselbe Art der Befriedigung ist, wie wenn man die Fantasien benutzt beim Masturbieren oder auch beim Sex vielleicht. Im Sinne von beim Sex die Fantasien benutzen nicht bedeutet, dass man es auslebt, sondern dass man wie beim Masturbieren eben die Fantasien im Kopf hat und die beim Sex eben mit benutzt, weil man beim Sex nicht unbedingt zu 100% bei der Person sein muss.
Es ist völlig okay und völlig normal, auch an andere Dinge dabei zu denken, die man auch erregend findet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die, wie gesagt, jetzt nicht sich darum drehen, wie genau im Detail meine Fantasien aussehen, dann dürft ihr mir die sehr gerne stellen. Einfach in die Kommentare rein. Hauptsache, ihr bleibt respektvoll. Das ist mein einziger Wunsch. So. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören vor allem. Und ich hoffe, ich konnte euch da irgendwie ein bisschen was näher bringen.